Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Tom, wie geht es dir heute? Hallo Anna, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Heute möchte ich über das Wetter sprechen. Gehst du gerne im Park spazieren? Ja, das tue ich. Ich gehe sehr gerne im Park spazieren. Das ist großartig. Was ist dein Lieblingswetter für einen Spaziergang im Park? Mein Lieblingswetter ist sonnig und warm. Ich mag es, wenn die Sonne scheint und der Himmel blau ist. Sonniges Wetter ist schön. Ich mag auch sonnige Tage. Wenn es warm ist, fühle ich mich glücklich und energiegeladen. Ja, warmes Wetter tut mir gut. Ich gehe gerne spazieren, wenn die Luft klar ist und die Vögel singen. Gehst du jeden Tag im Park spazieren? Ich versuche jeden Tag im Park spazieren zu gehen, besonders am Morgen. Das Morgenlicht ist sehr schön. Ich gehe manchmal auch am Morgen im Park spazieren. Es ist zu dieser Zeit ruhig und friedlich. Ich mag die Ruhe am Morgen. Sie hilft mir, meinen Tag mit guter Laune zu beginnen. Was machst du, wenn es nicht sonnig ist? Wenn es bewölkt ist, gehe ich trotzdem im Park spazieren, aber ich genieße es nicht so sehr. Ich bevorzuge die Sonne. Da stimme ich zu. Bewölkte Tage können etwas trüb sein. Manchmal regnet es sogar. Ja, ich mag es nicht, bei Regen zu spazieren. Ich werde nass und kalt, und das ist nicht angenehm. Ich habe immer einen Regenschirm dabei, wenn es regnet, aber ich versuche, an sonnigen Tagen spazieren zu gehen. Sonnige Tage sind die besten zum Spazieren. Der Park sieht mit hellen Farben sehr schön aus. Magst du Wind, wenn du spazieren gehst? Ein wenig Wind ist angenehm. Er macht die Luft frisch, aber zu viel Wind kann unangenehm sein. Ja, ich mag eine sanfte Brise. Es fühlt sich gut auf meinem Gesicht an, wenn das Wetter warm ist. Ich gehe manchmal in der Nähe der Bäume spazieren. Die Bäume schützen mich vor starkem Wind. Das ist eine gute Idee. Ich gehe oft entlang des Weges, wo viele Blumen sind. Blumen lassen den Park lebendig aussehen. Ich mag es, die Farben der Blumen bei sonnigem Wetter zu sehen. Gehst du alleine oder mit jemandem spazieren? Ich gehe normalerweise alleine, aber manchmal gehe ich mit meinem Freund. Es ist schön, beim Spazieren zu reden. Ich gehe oft mit meiner Schwester. Wir genießen es, zusammen zu reden und zu gehen. Mit einem Freund zu gehen macht die Zeit lustiger. Ja, das stimmt. Wir hören auch den Vögeln zu und genießen die Geräusche der Natur. Die Geräusche der Natur sind sehr entspannend. Ich fühle mich ruhig, wenn ich im Park spazieren gehe. Zu welcher Tageszeit gehst du gern spazieren? Ich gehe gerne am Morgen oder am frühen Abend spazieren. Zu diesen Zeiten ist das Wetter normalerweise schön. Ich gehe lieber am Morgen spazieren. Die Luft ist kühl und frisch und der Park ist nicht so überfüllt. Am frühen Abend ist die Sonne sanft und es ist sehr angenehm zu spazieren. Ich gehe manchmal auch am Abend spazieren, aber am liebsten mag ich den Morgen. Machst du Fotos, wenn du im Park spazieren gehst? Ja, das tue ich. Ich mache gerne Fotos von den Bäumen, den Blumen und dem blauen Himmel. Ich mache auch gerne Fotos. Der Park sieht bei unterschiedlichem Wetter sehr anders aus. Das stimmt. Bei sonnigem Wetter sieht alles hell und fröhlich aus.
Ich zeige manchmal meine Fotos meinen Freunden. Sie mögen die schönen Szenen. Ich teile meine Fotos gerne in sozialen Medien. Es macht Spaß, den Park bei gutem Wetter zu zeigen. Hast du schon einmal im Park spaziert, wenn es neblig war? Ja, das habe ich. Nebliges Wetter ist interessant, aber es ist nicht mein Favorit. Es kann ein bisschen gruselig sein. Da stimme ich zu. Nebel lässt alles trüb und still aussehen. Ich bevorzuge klares Wetter. Klares Wetter ist das Beste zum Spazierengehen. Ich mag es, weit weg zu sehen und die Aussicht zu genießen. Trägst du spezielle Kleidung, wenn du im Park spazieren gehst? Ich trage normalerweise ein leichtes T-Shirt und Shorts, wenn es warm ist. Ich mag es, bequem zu sein. Ich trage eine leichte Jacke, wenn es ein wenig kühl ist, aber ich halte meine Kleidung einfach. Bequeme Kleidung ist wichtig zum Spazierengehen. Ich trage auch gute Schuhe. Ja, gute Schuhe machen einen großen Unterschied. Ich fühle mich besser, wenn meine Füße bequem sind. Bringst du etwas mit, wenn du spazieren gehst? Manchmal bringe ich eine Wasserflasche und einen kleinen Snack mit. Ich mag es, hydratisiert zu bleiben. Ich bringe auch Wasser mit, besonders an heißen Tagen. Es ist wichtig, genug zu trinken. Ich setze mich manchmal auf eine Bank und ruhe mich ein paar Minuten aus. Ich genieße es, den Park zu beobachten. Das ist eine schöne Idee. Ich sitze gerne und entspanne mich nach einem Spaziergang. Es ist eine gute Zeit zum Nachdenken. Spazieren im Park ist gut für meine Gesundheit. Es macht mich stark und glücklich. Da stimme ich zu. Spazieren an der frischen Luft ist sehr gut für meinen Körper und meinen Geist. Machst du auf andere Weise Sport oder nur beim Spazieren? Ich fahre manchmal Fahrrad oder mache Yoga, aber Spazieren ist meine Lieblingssportart. Ich gehe auch am liebsten spazieren. Es ist einfach und sehr angenehm. Ich finde, dass Spazieren im Park nicht nur Sport ist. Es ist auch eine Zeit, die Natur zu genießen. Ja, ich höre gerne die Vögel und sehe die Bäume. Das macht mich ruhig. Hast du schon einmal einer Wandergruppe angeschlossen? Nein, das habe ich nicht. Ich gehe normalerweise alleine oder mit einem Freund. Aber eine Wandergruppe klingt interessant. Ich habe einmal einer Gruppe beigetreten. Es hat Spaß gemacht, mit vielen Leuten zu gehen und neue Freunde zu treffen. Das klingt nett. Vielleicht werde ich irgendwann eine Wandergruppe ausprobieren. Ja, es ist eine gute Möglichkeit, Leute zu treffen und die Liebe zum Spazieren zu teilen. Was magst du am meisten am Spazierengehen im Park? Ich mag die frische Luft, die schöne Landschaft und das Gefühl von Freiheit. Das macht mich sehr glücklich. Da stimme ich zu. Spazieren im Park ist ein einfaches Vergnügen, das ich jeden Tag genieße. Hast du einen Lieblingspark, in dem du gehst? Ja, ich gehe gerne im Zentralpark spazieren. Er ist groß und voller Bäume und Blumen. Ich mag auch den Zentralpark. Er ist sehr schön und es gibt viele Wege, auf denen man spazieren kann. Manchmal erkunde ich neue Wege im Park. Ich mag es, verschiedene Bereiche zu sehen. Das ist eine gute Idee. Ich besuche manchmal einen kleinen Park in der Nähe meines Hauses. Er ist ruhig und friedlich. Jeder Park hat seinen eigenen Charme. Am Wochenende besuche ich gerne verschiedene Parks. Planst du deine Spaziergänge? Wie lange gehst du normalerweise spazieren? Ich versuche jeden Tag mindestens 30 Minuten zu gehen. Manchmal gehe ich eine Stunde, wenn ich Zeit habe. Ich versuche morgens 30 bis 45 Minuten zu gehen.
Es ist eine gute Möglichkeit, meinen Tag zu beginnen. Ich plane meine Spaziergänge am Morgen, wenn das Wetter normalerweise schön ist. Ich schaue mir den Wetterbericht an, bevor ich losgehe. Das mache ich auch. Ich gehe gerne, wenn es nicht zu heiß oder zu kalt ist. Spazieren bei gutem Wetter macht die Erfahrung angenehm. An sonnigen Tagen fühle ich mich energischer. Ja, das Wetter kann deine Stimmung beeinflussen. Wenn es hell und klar ist, fühle ich mich sehr positiv. Gehst du manchmal am Wochenende im Park spazieren? Ja, das tue ich. Am Wochenende gehe ich gerne morgens und manchmal nachmittags im Park spazieren. Ich gehe auch am Wochenende. Manchmal nehme ich meine Familie mit. Es ist eine schöne Aktivität für die ganze Familie. Mit der Familie spazieren zu gehen macht Spaß. Wir können reden, lachen und die frische Luft zusammen genießen. Ich gehe am Wochenende gerne mit meinem Hund spazieren. Er liebt es, im Park zu rennen und zu spielen. Das klingt wunderbar. Hunde machen das Spazierengehen noch angenehmer. Ja, das tun sie. Ich bringe immer einen Ball mit, damit mein Hund spielen kann. Hörst du Musik, wenn du spazieren gehst? Manchmal höre ich sanfte Musik über meine Kopfhörer, aber ich höre auch gerne die Geräusche der Natur. Ich gehe manchmal ohne Musik spazieren. Ich genieße die Ruhe und das Zwitschern der Vögel. Musik kann einen Spaziergang unterhaltsamer machen, aber die Geräusche der Natur sind sehr entspannend. Hast du schon einmal nachts im Park spaziert? Ich bin am Abend im Park spazieren gegangen, aber ich gehe nachts nicht, weil es zu dunkel ist. Das stimmt. Ich gehe lieber tagsüber, wenn ich alles klar sehen kann. Spazieren am Abend ist schön, weil die Luft kühl ist und der Park ruhig. Ja, das Abendlicht ist sehr schön. Es ist eine gute Zeit, um nach einem geschäftigen Tag zu entspannen. Kümmerst du dich auf andere Weise um deine Gesundheit, abgesehen vom Spazieren? Ja, ich versuche, gesunde Nahrung zu essen und genug Wasser zu trinken. Ich schlafe auch gut. Das ist sehr wichtig. Ich versuche, Obst und Gemüse zu essen und Junkfood zu vermeiden. Das mache ich auch. Spazieren und gesund essen helfen mir, mich jeden Tag gut zu fühlen. Ich habe das Gefühl, dass ein gesunder Lebensstil mich energiegeladener und glücklicher macht. Da stimme ich zu. Wenn ich im Park spazieren gehe, fühle ich, dass ich etwas Gutes für meinen Körper und meinen Geist tue. Welchen Rat würdest du jemandem geben, der im Park spazieren gehen möchte? Ich würde Ihnen sagen, dass Sie mit kurzen Spaziergängen anfangen und allmählich länger gehen sollen. Es ist wichtig, bequeme Schuhe und Kleidung zu tragen. Das ist ein guter Rat. Ich würde auch sagen, dass man das Wetter überprüfen sollte, bevor man hinausgeht. Ja, bei gutem Wetter zu gehen, macht die Erfahrung viel besser. Ich würde auch empfehlen, vor und nach dem Spazieren Wasser zu trinken, um hydratisiert zu bleiben. Das ist sehr wichtig. Hydration hilft dir, dich beim Spazieren gut zu fühlen. Spazieren im Park ist eine einfache und angenehme Möglichkeit, Sport zu treiben. Ich ermutige jeden, es auszuprobieren. Das stimmt. Es ist eine unterhaltsame Aktivität, die man alleine oder mit Freunden und Familie machen kann. Danke, dass du heute mit mir über unser Lieblingswetter zum Spazieren im Park gesprochen hast. Danke, Tom. Ich habe unser Gespräch genossen. Ich freue mich jetzt mehr darauf, im Park spazieren zu gehen. Ich hoffe, wir können irgendwann zusammen spazieren gehen. Ja, das wäre sehr schön. Ich freue mich darauf. Hab einen schönen Tag, Anna. Genieße das gute Wetter. Danke, Tom. Du auch. Wir sehen uns bald. Wetter.
Wetter. Das Wetter ist heute schön. Ich schaue die Wettervorhersage. Im Herbst ändert sich das Wetter oft. Spazieren. Spazieren. Ich gehe gerne spazieren. Wir spazieren im Park. Es ist schön, am Abend spazieren zu gehen. Parkbar. Parkbar. Der Park ist schön. Ich gehe oft im Park spazieren. Die Kinder spielen im Park. Sonne. Sonne. Die Sonne scheint heute hell. Ich liebe den Sonnenuntergang. Die Sonne gibt uns Licht und Wärme. Himmel. Himmel. Der Himmel ist blau. Im Himmel gibt es viele Sterne. Heute Abend sieht der Himmel wunderschön aus. Lufter. Lufter. Die Luft ist frisch heute. Ich atme tief die Luft ein. Die Luft hier ist sehr sauber. Vögel. Vögel. Die Vögel singen schön im Morgen. Viele Vögel fliegen im Winter nach Süden. Ich sehe oft Vögel im Park. Morgenlicht. Morgenlicht. Das Morgenlicht ist sehr schön. Ich liebe das Morgenlicht im Frühling. Das Morgenlicht bringt neue Energie. Prost. Prost. Ich brauche Ruhe, um zu lernen. Die Ruhe in den Bergen ist entspannend. Bitte sprich leise, ich suche Ruhe. Nebel. Nebel. Der Nebel ist dick heute Morgen. Im Nebel kann man kaum etwas sehen. Die Landschaft sieht geheimnisvoll im Nebel aus. Aussicht. Aussicht. Die Aussicht vom Berg ist fantastisch. Ich liebe die Aussicht auf den Sonnenuntergang. Wir haben eine schöne Aussicht aus unserem Fenster. Kleidung. Kleidung. Ich kaufe neue Kleidung. Die Kleidung ist sehr bequem. Sie trägt bunte Kleidung. Hydration. Hydration. Hydration ist wichtig für die Gesundheit. Trinke genug Wasser für eine gute Hydration. Eine gute Hydration hilft, Müdigkeit zu vermeiden. Gesundheit. Gesundheit. Gesundheit ist wichtig für ein langes Leben. Ich wünsche dir viel Gesundheit. Nach dem Niesen sagt man Gesundheit. Vergnügen. Vergnügen. Es ist ein Vergnügen, dich zu sehen. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Wir haben viel Vergnügen beim Spielen. Landschaft. Landschaft. Die Landschaft ist sehr schön. Wir wandern durch die Landschaft. Die Landschaft ändert sich im Laufe der Jahreszeiten. Freiheit. Freiheit. Freiheit ist ein wichtiges Gut. Jeder Mensch hat das Recht auf Freiheit. In der Freiheit können wir unsere Träume verfolgen. Aktivität. Aktivität. Die Aktivität macht uns Spaß. Wir planen eine neue Aktivität. Sport ist eine gesunde Aktivität. Freunde. Freunde. Ich habe viele Freunde. Freunde sind wichtig im Leben. Wir gehen oft mit unseren Freunden aus. Erfahrung. Erfahrung. Ich habe viel Erfahrung in diesem Job.
Erfahrung ist wichtig für das Lernen. Die Erfahrung war lehrreich und spannend. Wie oft versucht Tom, im Park spazieren zu gehen? Was mag Anna am meisten am Spazierengehen im Park? Was bedeutet das Wort spazieren? Wie nutzt man das Wort bevorzugen in einem Satz? Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Deutschgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.